Hallo, mein Name ist Kai und ich bin der Entwickler des virtuellen Brettspielraums. In diesem Video möchte ich euch am Beispiel von Arkham Horror das Kartenspiel zeigen, wie ihr euer eigenes digitales LCG erstellen und mit euren Freunden über das Internet spielen könnt. Dazu benötigt ihr den VBR, den virtuellen Brettspielraum, den ihr auf Steam erhaltet, einen Scanner und eine entsprechende Bildverarbeitungssoftware, zum Beispiel das kostenlose Tool Inkscape. Und ganz wichtig natürlich, ihr benötigt einen Satz der Originalkarten oder des Originalspiels. Seid fair und unterstützt die Entwickler bei ihrer Kunst. Zuerst müsst ihr alle Karten aus eurem Satz einscannen. Oder, wenn ihr kreativ seid, selber gestalten. Scannt die Karten so, dass sie möglichst randlos und vollständig sind und alle dieselben Abmaße haben. Vergesst nicht, eine Rückseite von jedem Kartentyp zu digitalisieren. Öffnet die Datei cart01.svg im BTS-Ordner von VBR. Ich erkläre das weitere Vorgehen mit dem Programm Inkscape. Zieht die Bilder eurer Karten vom Explorer einfach in das Fenster des Programms hinein, um sie zu importieren. Markiert alle Karten und lasst sie über das Ausrichten- und Verteilen-Menü deckungsgleich übereinander liegen. Wähle das entsprechende Objekt in der Vorlage und kopiere es in die Zwischenablage. Markiert jetzt alle eure Karten, die ja ordentlich auf einem Haufen liegen sollten, geht unter Bearbeiten, Größe einfügen und passt die Größe aller Karten an das Template-Objekt an. Richte alle Karten an dem Template-Objekt aus. Keine Angst, wenn es die Karten dabei ein wenig verzerren sollte, weil die Proportionen nicht stimmen. Das kann man später im VBR korrigieren. Eure Vorlage ist nun bereit, um jede der Karten als Textur für den VBR abzuspeichern. Geht auf Exportieren, wählt den Speicherort und den Namen der Karte und speichert sie ab. Und jetzt ist es Zeit, um eurem Kartenspiel in der 3D-Welt des Brettspielraums Leben einzuhauchen. Startet VBR und öffnet einen neuen Hostraum. Öffnet über das Hauptmenü das Build-Menü und erschafft per Drag and Drop eine Karte aus dem entsprechenden Untermenü. Geht mit dem Mauszeiger über die Karte und drückt die Tabulator-Taste oder öffnet das Objektmenü über die mittlere Maustaste und den entsprechenden Knopf des Ringmenüs. Unter Texture Path navigiert ihr zum Speicherort eurer Kartengrafiken. Im Datei-Explorer könnt ihr die Karten wählen und erhaltet eine Vorschau. Drückt OK und der Dateipfad wird übernommen. Belegt den Texturslot des Objektes mit der Grafik der gewählten Datei. Ihr könnt noch den Glanz und die Reflexionsintensität einstellen und seid fertig. Ihr habt eine spielbare Karte im VBR erschaffen. Wiederholt das Ganze, bis ihr alle Spielelemente erstellt habt und speichert alles in einer Szene ab. Ihr könnt eure Spiele mit Hintergrundgrafiken und 3D-Elementen ausschmücken, ganz wie es euch beliebt. Wie sich das Ganze dann bespielen lässt, seht ihr in unseren anderen Videos. Alle Links zu den Programmen findet ihr in der Videobeschreibung. Viel Spaß beim Erstellen, Basteln, Spielen und Experimentieren. Bleibt stets neugierig und kreativ.